Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampyr. Wir werden jetzt heute nach Dorothy gucken. Und wir durchsuchen hier natürlich auch noch ein bisschen die Umgebung. Können wir mal hier ein bisschen die Vampirsinne auch anmachen. Nein, hier ist nichts. Aber wir wollen weiter gucken. Er ist erschöpft, der Palmer. Was gegen Erschöpfung hatte ich doch, ne? Der hat Migräne. Und wer ist die nette Dame hier? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Okay. Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Erstmal ihr Leben hier, ne? Tell me, Irgendwie hört sich das ein who bisschen intrigues komisch you an. most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Wie geht es den Anwohnern? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Ob die Medizin überhaupt geht von ihr, ist die Frage. Also nicht, dass sie halt Sachen verkauft, die was ihnen wirklich nicht helfen und die Leute glauben daran. Ist dann auch noch eine Sache. Persönliche Fragen. Leider habe ich dann noch keine Hinweise. Do you know Ich Nurse suche Dorothy natürlich Crane Schwester. from Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Okay. Also macht sie außerhalb des Krankenhauses immer noch weiter. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Mixtur. Mixtur mit einem größten lateinischen Liste der Inhaltsstoffe. Dieser Gegenstand kann in wiederverwertbare Bestandteile zerlegt werden. 35. Ach komm, kauf mal einmal. Ja. Eisen. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir alles noch brauchen. Ich lasse das auch mit den kaufen jetzt noch. Aber ich wollte mal unbedingt wissen. Good evening, my dear colleague. Warte. Okay, ich glaube, hier haben wir aber auch keine weiteren Sachen, ne? Nee. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk Aber again. wir könnten das hier auseinandernehmen, die Mixtur, und rausfinden, was da drin ist. Und das sauber verkaufen. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reid. Zu den Jungen habe ich, beziehungsweise zu denen habe ich auch keine Fragen mehr. Zu Benjamin alcohol, momentan. and a bad temper. Ja, das hatten wir schon mal gehört. So, suchen wir mal weiter. Es ist beängstigend, was hier alles so passiert, ne? Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit, verhindern Sie Ansteckung. Unbedachtes Spucken, Schneuzen, Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreiten sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Das hing auch vom Krankenhaus. Fällt mir gerade mal so ein. So, in dieser kleinen Gasse haben wir natürlich nichts. Drin ist ein Unbekannter. Da werden wir auch gleich nochmal reingehen. Aber erstmal wollte ich hier nochmal ein bisschen durchgucken. Auch nochmal 2 Unbekannte. Hey, Leute, wollt ihr reden? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reid. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting.
I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Okay. Erstmal so, weißt du, wie ist es How denn is so hier? business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Okay. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Immer mehr lernen wir über die Besides the Leute. epidemic, the war, and all the usual crap. As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Gewalt nimmt zu. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Wurden sie verletzt, ne? Also, But that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. das hört sich ja komplett nach Skulls an. So, persönliche Fragen haben noch keine Hinweise dazu. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Sie versucht mir zu helfen. Sie ist eine gute Schwester. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Das ist doch was Nettes. Right then. Show Naja. me what you have. Was verkauft er denn? Schmerzmittel. Schmiermittel. Schmerzmittel. Eine kleine Menge industrielle Schmiermittel, mit dem Mechanismus und eine Schusswaffe geölt werden kann. Aluminiumfragmente. Ist alles jetzt ein... Ich weiß halt nicht, was benötige ich alles und was nicht. Darum würde ich erstmal noch das Kaufen sein lassen. Den Herrn hier haben wir noch nicht gesprochen. Excuse me, sir. Danach gehen wir mal rein I da. have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reid, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Über ihrem Leben hier in May I ask what der you do Gegend. around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Okay. So mag aber anscheinend nicht, dass wir According to hier you, sind. physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Okay.
Es ist ja einfach nur ein Schläger. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Okay. Also, es entwickelt sich immer mehr über die Leute. Have you heard of a nurse named Dorothy Das Crane? macht natürlich She's a halt... colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about Er her? redet She's a wenigstens nice nett girl. über ihr. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Okay, er wollte auch was machen dafür. Hätte ich jetzt nicht Goodbye, gedacht. Mr. Peterson. Na, warte mal, haben wir irgendwie noch Informationen über ihn? Über persönliche Sachen? Nein. Goodbye. Das wollte ich nur Mr. mal eben nochmal nachgucken. Da ist eine Tür, da können wir auch rein. Aber was verbirgt sich da drin? Ah, Hello, young man. I'm Dr. Reid, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then. okay. then. Come on in. I'm Von wem Harry, ist der by the Junge? way. Ist es der mit den gebrochenen Rooms are Arm? soaked with glue. Fragen wir ihn was mal. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Wie fühlst du dich? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Nicht glücklich, in Whitechapel zu Forgive leben? my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Du hast ein Zuhause, deine Lage könnte schlechter sein. Dein Vater hat sein Bestes getan. Ja, beides ist halt, ne? Richtig, also dein Vater hat sein Bestes getan, aber deine Lage könnte auch schlechter sein. Du hast dein Zuhause, ja. Hat halt auch nicht jeder, ne? Aber ich würde sagen, deine Lage könnte This schlechter place sein. is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Warum If verlässt du life here diesen is Ort nicht? so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reid. It's the living I'm afraid of. Vor den Lebenden, also. Ich würde halt gerne mehr über ihn erfahren gerade. Used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Ja, eigentlich, er ist ja nicht verantwortlich für seinen Vater.
Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Du bist nicht But verantwortlich you für are deinen not Vater. responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Ja, nee, eigentlich ist es eher so, dass du halt selber für dein Handeln verantwortlich bist und nicht von deinem Vater. Do you know Nurse Dorothy Crane from Aber the in Pembroke fast Hospital? jedem Film sieht man I'd like das to know ja, more about her. Yes, I know her. She came here to examine dass me es dann when eine I was very Blutrache sick. gibt. She said I should go out more. Goodbye, young man. Take care of yourself. Er hat mich hereingelassen. Even my dreams are soaked with glue. Gucken wir doch mal erstmal hier in den Haus rum. Ist hier noch jemand? It's locked, all Ah, right. verschlossen. Warum? Absagbrief. Sehr geehrter Mr. Peterson. Es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns Gespräche die Schwierigkeit Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihren verstorbenen Gatten erläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unselligen Verbindungen zu den berüchtigten Weedbot Boys wurden ordnungsgemäß berücksichtigt. Dies sind schwere Zeiten, Sir, und Finch und Harper berücksichtigt zuerst jene Bewerber, die unseren Flüchtlingen Nachforschungen über unsere zukünftigen Mitarbeiter genügend. Sie haben ein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Gott Ihnen und Ihre Familie gnädig sein. Hochachtungsvoll. Er die Harper. Harper. Den Namen haben wir auch schon mal gelesen. Neues Sammelobjekt. Professionelle Vampyrjäger. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie nicht, ihn zu töten. Sie haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir oder informieren Sie einen professionellen Vampyrjäger. Diese Männer und Frauen sind selten, aber sie wissen, wie man mit diesen bösartigen Wesen umgeht. Es scheint auch so, als würden einige von ihnen unter dem Namen Wache von Privien zusammenarbeiten. Diese paramilitärische Organisation hat sich der Ausmerzung aller Vampire in London verschrieben. Sie sind ihre Freunde. Sie sind nicht allein. Es gibt Lösungen. Seien Sie schlau. Verbrennen Sie die Kunde. Clarence Crossley. Melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei mir. Okay, also es gibt also noch mehr Vampirjäger. Nicht nur die Leute, die draußen auf der Stadt sind, die Wachen von Privien, sondern noch andere. It's locked, all right. Ich würde das gerne öffnen. Kann man irgendwann Schlösser knacken oder so? Würde mich interessieren. Scheint hier nichts mit sonst zu sein. Der Junge ist auf jeden Fall erschöpft. Ja, Junge. Ich nehme nur alles mit, ne? Eine größere Pillendose. Even my dreams are... So, I'm not bothered. Habe ich jetzt noch irgendeine... Dein Vater suchte... would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reid. Or it's this life. It's like I can't find my place. Ah, so geht es einigen Leuten. Naja, Goodbye, young man. das reicht ja uns erstmal an Informationen von den Herren. There's only pain and suffering in this world. Gehen wir mal. Haben ja hier noch die Leute stehen.
Hallöchen. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions if I Was für may. I'm a Dienste hat er doctor, denn gedacht? Dr. Reid. All right then, but be Was für quick. Dienste macht sie denn? Though I usually get paid when I open my mouth. Ihr Leben in London. Über ihre Christina, Gesundheit. have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed. Or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Was ist sie denn jetzt? Was denken wir gerade von ihr, dass sie eine Prostituierte ist? Ja, Mann, das ist... Erschöpft. Müssten eigentlich Heilmittel gegen Erschöpfung mal herstellen und dann mal ein paar Leute auch heilen. Was ist mit der Gesundheit ihrer Kunden? Oder ihre Karriere bringt viele Gesundheitsrisiken. Das ist irgendwie auch so eine Anschuldigung oder das ist halt auch so. Denken Sie eigentlich auch an Ihre Kunden? Also überzitzen kann ich sie auf jeden Fall nicht. Das ist eher schwer zu beantworten. Also klar, es gibt verschiedene Krankheiten, die, wenn sie wirklich eine Prostituierte ist, was sie dann sich einnehmen kann, aber ich würde sagen, Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. ich konnte beides sagen. Oh Mann, echt. Meistens liest man sich halt das so an und dann hört man sich so. Nicht, dass es halt dann gleich wieder schlecht ausgeht in den Ganzen. Wir haben ja schon mal einen Hinweis verloren. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. So. Persönliche Fragen. Tell me about Erzählen Sie doch Are mal you ein joking bisschen. with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ich verurteile sie nicht. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Aber vielleicht kann ich ja helfen. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Also einmal wird ein anderer Name zu ihr gesagt, jetzt wieder ein neuer Name. Einmal kam sie aus England, jetzt kommt sie aus Rumänien. Wo kommt sie gleich her? Aus Italien oder? Irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Woher Goodbye, kommt sie miss. nun? Take care of yourself as best you can. Sie sucht sich jetzt neue Kunden. Könnte einen anständigen Job finden. Ja. Ja, okay, wegen Erschöpfung. Ich saug die ja gerade nicht aus. Warum sollte ich sie aussaugen? Wir haben halt hier Leute, die haben halt eine Krankheit. Sind ja gerade in einem Bezirk, was bedenklich ist. Dorothy ist aber hier
Und wir suchen sie ja. Und darum geht es ja eigentlich. Wir wollen jetzt zu Dorothy als nächstes. Und mal gucken, ob wir sie hier denn finden. Aber wir haben jetzt schon mehrere Leute jetzt schon kennengelernt hier in dieser Stadt, in dieser Gegend, die immer mehr Informationen zu ihr hatten. Sie hatte auf einmal verschiedene Namen und das interessiert mich gerade. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wer ist es und finde Hinweise darauf, was Darius Peterson in Schilde führt. Das sind wohl... Ich würde auch gerne mal wissen, was sind eigentlich diese weißen Marker? No civilians allowed, sir. Probleme mit mir oder was? Oh, Stufe 8. Ich habe eher Probleme mit dir. Don't come closer. Ja, beruhig dich da hinten. Put an end to you. Ich gehe ja schon. Greif mich nur einmal an. Mann. Will man einmal friedlich hier rumlaufen, sich das angucken, ne? Aber guck mal, ich habe seine Schrauben aus dem Kopf gezogen. Gerade Schrauben von ihm bekommen. Offizielle Gesundheitswarnung an die Bürger Londons. Ausgangssperre. Offizielle Gesundheitswarnung. Die Ausgangssperre wird um 21 Uhr durch die Läuten der Kirchenglocken verkündet. Alle Bürger ist es verboten, bis 5 Uhr morgens auf die Straße zu gehen. Bis aufs Weiteres gilt eine Sperrstunde für die gesamte Stadtverordnung. Alle müssen Masken tragen. Um die Verbreitung der Infektion zu stoppen, sollte eines der Mitglieder Ihres Haushalts erkranken, informieren Sie sofort die Behörden. Wegen der Ausgangssperre nicht nach 21 Uhr geöffnet. Auch wieder diesen Brief haben wir schon mal gelesen. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie spät ist es gerade. Sind jetzt hier gerade... Ja. This is no place for you, sir. Ach. Oh, you! Stop there! Okay, es ist kein Platz für mich. Immer noch kein Platz für mich? Immer noch kein Platz für mich? Danke, jetzt ist es ein Platz für mich, denke ich mal, ne? Aber gerade Kunde getan. Ah, guck mal. Das sind Sachen, die wir wohl noch, denke ich mal, brauchen. Quarantäne, Grippe. Betreten Sie diesen Bereich nicht. In Auftrag der Gesundheitsministerium, Gesundheitsbeauftragter. Hier ist der Quarantänebereich. Jetzt würde ich da gerne rein. I cannot enter. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Könnte ich hier drauf steigen und dann da drüber springen, also... Ist ja nicht so, dass man da näher einbrechen könnte. Keep out. Also hier ist dann vorbei. An der Stelle. Wir müssen dann
weitersuchen. Die weißen Punkte, die würden mich interessieren. Wohin führen die? Was sagen die mir? Das werden wir aber auch noch, denke ich mal, rausfinden. Hier haben wir noch eine Tür. There's nobody here. Ah, No one's there. das Haus ist leer. So, jetzt Hinweise suchen. Klar. Ist halt jetzt die Frage, wo? 30 Meter von diesem Ort aus. Auf der anderen Seite da. Wie kommt man da hin? Checken wir das doch mal ab. Da waren auch Schrauben drin. Hier kommt man nicht rein. Müssen ja hier uns noch mal ein bisschen umgucken. It's locked. Ist auch verschlossen. Wieder eine Leiche mit einem Ring. Kann ich jetzt Dorothy heiraten? Ich meine, ich habe 2 Ringe. Ja, würde ich die Vampirfreundin da heiraten. Ja, da kostet immer noch, ne? Good evening, my dear colleague. Gucken wir mal, ob die halt Informationen haben. Natürlich anscheinend nicht. Goodbye, Miss Swan. Auf Wiedersehen. Perhaps we'll talk again. So, ich soll Hinweise finden. Das hatten wir schon mal gelesen. Dahinter muss es eigentlich ja sein. Und da müssen wir jetzt rausfinden, wie wir dahinter kommen. Da kommen wir nicht rein. Nobody at home. Niemand zu Hause, richtig. It's Das locked, ist all right. gelockt. So, diese Informationen, die sollen hier in der Nähe sein. Die sollen eigentlich hier hinter sein. Dadurch müssen wir jetzt erstmal rausfinden, wie wir dahinter kommen. Denke ich. Zumindest zeigt das Y dorthin. Müssen wir vielleicht noch was craften? Ah ja, hier. Dich kennen wir ja. Good evening, Benjamin. Benjamin, hast du eine I'm afraid Information? not, Mr. Reid. Ja, auch Benjamin nix mehr. A Ah, gun, alcohol, wir hängen gerade ein and bisschen a bad fest. temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Aber auch das werden wir rausfinden, wie das weitergeht. Was ist hier hinter? Mal wieder Leute, die was nur auf dem Boden liegen. Und hier ist auch eine Menge Blut. Hier hatten wir, glaube ich, Als getötet. Ah, hier wohnt der Junge. May I come in? Sure. Sure. Da wohnt ja der Junge, da waren wir ja schon. Stimmt. Mit den beiden Herren haben wir auch schon gesprochen. So,
33 Meter in dieser Richtung. Und das ist eigentlich hinter diesen ganzen... Darius Petersen. Oh, was muss ich denn machen? Muss ich irgendwie... Ah, ich soll zugucken. Ah. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Okay. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ja, würde ich sagen, gehen wir da in der nächsten Folge mal hin. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.